Folge 8 meines NAND-Game Tutorials. Wir sehen uns die Opcodes an und legen die fest. Was ist hier zu tun? Wir haben hier eine ganze Menge Aufgaben und müssen festlegen, wie wir unsere Bits ZX, NX, ZY, NY, F und NO, also Negate Output, setzen, damit wir genau das als Ergebnis bekommen. Also in der ersten Aufgabe wollen wir als Ergebnis X haben. Dazu schaue ich nochmal in unsere ALU rein. Und wie müssen wir jetzt die ALU einstellen, dass wir genau X als Ergebnis bekommen? X ist 6, Y ist 3. Was ist sinnvoll? Wenn ich Y zum Beispiel auf, ich mache sie mal hier alle auf 0 zunächst, Y möchte ich löschen. Y interessiert uns nicht. X lösche ich natürlich nicht. Also dieses X-Löschen-Bit muss auf 0 bleiben. X wird nicht invertiert, das wollen wir genauso am Ausgang haben. Y ist egal, weil, ja, ist vielleicht nicht egal, müssen wir schauen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, wir addieren. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich addiere das X, wie es kommt, plus die 0. Y wird zu 0. Wenn ich die beiden addiere, dann habe ich X am Ausgang. Also egal, was ich hier eingebe, X kommt da draußen wieder raus. Ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, nein, ich möchte nicht addieren, ich möchte verunten. Das geht auch, aber verunten, da kommt das X nur durch, wenn ich lauter Einser habe. Das heißt, ich müsste das Y noch invertieren. Auch dann kommt die 123 hier am Ausgang raus. Also es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Entweder 001100. Es gibt aber auch die Möglichkeit 001010. Und das tragen wir jetzt einmal ein in unseren Level. Opcodes. Was haben wir gesagt? 001100. Das müsste gehen. Jetzt sage ich hier einfach mal I have completed. Dann sieht man gleich, das passt so, aber hier ist natürlich noch nichts gemacht. Und so arbeiten wir uns jetzt von oben nach unten durch. Wenn wir auf die Art das X gelesen haben, dann können wir das Y natürlich bekommen, wenn wir es genau andersrum machen. Das heißt, das X löschen und invertieren. Das Y lassen, wie es ist und nicht invertieren. Die beiden verunten. Den Ausgang lassen, wie er ist, und damit müssten wir auch den zweiten schon haben. Passt. Zufälligerweise haben wir jetzt den dritten auch, den schauen wir uns natürlich an. Wenn wir hier die alle auf 0 haben, gehen wir nochmal in unsere ALU rein. Was passiert denn, wenn wir alle auf 0 haben? X bleibt, wie es ist, Y bleibt, wie es ist. Wird nicht invertiert. F ist 0, das heißt, es wird verundet. Wir verunten das und das. Machen wir mal ein schönes Beispiel. Was kann man verunten, dass man es schön sieht? Zum Beispiel F000. Da haben wir hier ein paar Einser. Und dann verunten wir. Wir brauchen mehr Einser, damit man auch was sieht. F0, F0 sagen wir mal. Und hier machen wir 0, FF. 0. So. Das heißt, wir haben hier Einser, die nur in X vorhanden sind. Wir haben hier Einser, die nur in Y vorhanden sind. Und wir haben hier eine Gruppe Einser, die in beiden vorhanden sind. Und da haben wir Nuller, die in beiden vorhanden sind. Und beim Verunten müssen diese Gruppe muss durchkommen. Und das finden wir hier oben, also sauber verundet. Das ist umgesetzt in dem Befehl Opcode alle Bits 0. Da werden die X und Y verundet. Das ist ein bitweise Oder, also jetzt wollen wir X und Y verodern. X oder Y. Da können wir uns überlegen, wie hatten wir das gemacht. Ich gehe wieder in die ALU rein. Verodern, wenn wir unser, ist jetzt hier gar nicht mehr dabei, unser Oder. Aber ihr erinnert euch vielleicht, Oder war ein NAND, wo die beiden Eingänge negiert waren. Das heißt, wenn ich das X nehme, wie es ist, negiere das Y nehme, wie es ist, negiere das und sage, ich verunde die dann, aber als NAND, also auch den Ausgang wieder negiert, dann habe ich genau ein Oder.
Schauen wir uns mal an, hier haben wir ja noch unsere Einser stehen. Die kommen am Ausgang durch, die kommen am Ausgang durch, die kommen sowieso durch und da sind Nullen, die kommen nicht durch. Also sauber verordert 0, 1, 0, 1, 0, 1. Die beiden x und y negiert und den Ausgang nochmal negiert. Insgesamt für unten. Also, das machen wir. Negieren, negieren, negieren. Das bleibt beim für unten. Passt so. Jetzt geht es weiter. Wir wollen Tilde x. Tilde heißt bitweise invertiert. Das ist eine simple Lösung. Wir nehmen das x, wie es ist. Wir invertieren es. Das y machen wir zu 0. Das interessiert uns nicht. Dann können wir die ja addieren. Also 0 zu x dazu addieren. Da wird nichts passieren. Das wird so klappen. Andere Möglichkeit wäre, wir machen, das x muss bleiben. Wir invertieren es aber nicht. Y wird zu 0, wird addiert, aber wir invertieren erst am Ausgang. Auch das funktioniert. Wir könnten auch sagen, wir wollen nicht addieren, wir wollen verunten. Dann müssten wir halt mit lauter Einsen verundern. Geht auch. Und auch da können wir sagen, hier direkt beim x negieren oder am Ausgang spielt keine Rolle. Also diese Lösungen funktionieren alle. Egal welche wir nehmen, ich lasse jetzt einfach mal die stehen. Fürs y genau das gleiche Spiel. Wir müssen nur x und y vertauschen, also die beiden auf 1, den auf 0, 1. Und das lassen wir, dann muss das invertierte y genauso sein. X plus y, simpel, dafür haben wir ja eigentlich unsere Alu gebaut. Wir müssen hier auf Addieren stellen und dann haben wir x plus y. X minus y, das ist jetzt eine andere Hausnummer. Das ist ein bisschen schwieriger. Da müssen wir quasi ein negatives y erzeugen und das addieren. Das ist aber gar nicht so einfach, weil das negative y kriegen wir durch einfaches Invertieren nicht hin. Da müssten wir noch inkrementieren, also 1 dazu zählen. Wie behilft man sich da? Schauen wir nochmal in unsere Alu rein und bauen ein schönes Beispiel auf, was einfach zu durchschauen ist, zum Beispiel 12 minus 2. Das wollen wir rechnen, dann muss da draußen 10 rauskommen. Die setze ich mal alle zu 0. Das x wird auf jeden Fall behalten, das wird nicht zu 0 gesetzt, das y auch nicht. Bleiben nur noch unsere 4 Möglichkeiten hier. Für unten wird auch keinen Sinn machen, also das ist bestimmt addieren, was da passiert. Dann bleiben noch die 3 Möglichkeiten, hier zu negieren und hier zu negieren. Wir wollen x minus y rechnen im Einer-Komplement, weil das Zweier-Komplement können wir ja so nicht. Ich invertiere mal das x, dass wir minus x haben und sage minus x, aber es ist nicht wirklich minus x, weil es ist ja nur das Einer-Komplement, plus y. Also wir könnten sagen minus x plus y. Und dann klappt es. Wie durch ein Wunder, obwohl wir nur eine Komplemente haben, aber das funktioniert. Machen wir mal ein paar Beispiele. Ich möchte 123 minus 23 rechnen, kommt 100 raus. Passt. Ich möchte, probieren wir es mal mit negativen Zahlen, ich möchte minus 45 minus 5 rechnen, dann kommt 40 raus. Ich möchte minus 45 minus 5 rechnen, dann kommt minus 50 raus. Also einwandfrei. Wir übernehmen einfach diese Kombination 0, 1, 0, 0, 1, 1 in unsere Lösung 0, 1, 0, 0, 1, 1 und dann haben wir auch den x minus y. y minus x können wir sagen, ist dann das gleiche, klar. Die beiden Bits werden das gleiche sein. Wir vertauschen nur x und y, also hier ein 1 und da eine 0. Dann haben wir das auch. Wenn wir die 0 haben wollen, ist eine ganz einfache Übung, dann machen wir halt das z zu 0. Da machen wir halt das x zu 0, dann machen wir das y zu 0 und fertig.
Ob wir addieren, ob wir verunten, spielt eigentlich keine Rolle. Das schluckt es so. Da wir verunten, würde es sogar reichen, wenn wir nur das x zu 0 machen, geht auch, oder nur das y zu 0 machen, spielt eigentlich keine Rolle, welche Lösung wir hier nehmen. Wie kriegen wir eine minus 1 am Ausgang? Die minus 1, erinnern wir uns, das war die 0 bitweise invertiert. Also wenn wir eine 0 haben, sind ja alle 16 Bit 0. Für die minus 1 sind alle 16 Bit 1. Das kriegen wir ganz simpel, indem wir die Lösung für die 0 kopieren, aber am Ende sagen invertieren. Dann hat er auch die minus 1. Wie kriegen wir eine plus 1? Das schauen wir uns nochmal in der ALU an. Wie kommen wir zur plus 1? Also zwei Dinge sind klar. Das x wird auf jeden Fall gelöscht, weil die plus 1 ist eine Konstante und es muss egal sein, was im Register x und im Register y eingegeben wird. Die beiden, die löschen wir auf jeden Fall mal weg. Wir wollen eine plus 1 haben. Wenn wir eine minus 1 und noch eine minus 1 addieren, dann haben wir eine minus 2. Und wenn wir von dieser minus 2 jetzt das Einerkomplement bilden, dann haben wir genau die 1. Bingo! So machen wir es. Also alle Bits auf 1, dann haben wir hier die Lösung. Jawohl. Jetzt sollen wir minus x bekommen. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall das y löschen. Das interessiert uns nicht. Wir werden das x lassen, wie es ist. Wir werden das x auf jeden Fall im Einerkomplement negativ machen, aber dann sind wir noch 1 zu klein. Da müssten wir jetzt noch 1 drauf addieren irgendwie. Das klappt aber nicht. Wir könnten ein minus 1 drauf addieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel 5, addieren minus 1, dann hätten wir 4 und invertieren das Ganze, dann kommt minus 5 raus. Und genau das wollen wir ja. Also, probieren wir mal. Klappt. Das gleiche fürs y. Machen wir so. Klappt dann auch. X um 1 erhöhen. Schauen wir uns nochmal in der ALU an. Wir wollen x haben, um 1 erhöht. X ist aktuell minus 45. Y interessiert nicht, also ich lösche die jetzt erstmal wieder weg. X brauchen wir auf alle Fälle, y brauchen wir nicht. Wir wollen um 1 erhöhen, also bietet sich addieren an. Für unten macht in dem Fall keinen Sinn. Und dann bleiben noch 3 Bits. Probieren wir einfach mal, wenn wir unseren Output invertieren, dann haben wir plus 44. Wenn wir das nochmal invertieren, haben wir wieder unsere minus 45. Jetzt haben wir minus 44. Wunderschön. Probieren wir mal, ob diese Lösung auch wirklich immer funktioniert. Ich setze wieder meine beliebte 123 ein. Da haben wir 124, also 1 mehr. Ich setze mal die 0 ein. Haben wir die 1. Ich setze mal die FFF ein. Dann hat er auch 1 addiert, also das scheint wunderbar zu klappen. Tragen wir ein in unsere Opcode-Tabelle 0, 1, 1, 1, 1, 1. Klappt und das gleiche machen wir auch für y plus 1, das klappt natürlich auch. Und dann fehlt noch x minus 1 und y minus 1. Das hatten wir doch vorher schon mal. Gehen wir noch mal rein. Wir wollen minus 1 haben. Das kann ja eigentlich nur wieder diese Kombination hier irgendwo sein. Minus 4096.
Hier haben wir es doch, genau, 4094, x minus 1. Schauen wir nochmal, wenn wir 1 machen, kommt die 0 raus. Wenn wir 0 machen, kommt die minus 1 raus. Machen wir minus 13, haben wir die minus 14, haben wir plus 13, haben wir die 12. Wunderschön 1 abgezogen. Also diese 3 Bits setzen wir in die Opcode-Tabelle ein. Jawohl, und das gleiche noch für die Ys. Muss dieser Opcode sein. Und damit haben wir den Level geschafft. Ich überlege gerade, soll man den nächsten noch machen hier? Condition, komm, den machen wir noch, damit wir hier dann beim nächsten Mal einsteigen können. Also, das ist fertig. Nächster Level, die Condition, die Bedingung. Was haben wir hier? Ein x und wir haben 3 Bits less than, equal und greater than. Jawohl, der Level ist nicht ganz ohne. Wir sollen hier praktisch vergleichen das x mit einer 0 und der Ausgang soll dann auf 1 gehen, wenn die Bedingung hier entsprechend auch passt. Fangen wir mal simpel an. Wir haben hier aus vorherigen Leveln noch diesen is negativ oder is zero. Die werden wir jetzt benutzen. Also wenn wir kleiner 0 sind, sind wir ja negativ. Wenn wir genau 0 sind, sind wir 0. Da kommt immer ein Bit raus. Können Sie uns mal anschauen hier. Das ist jetzt 1. Sobald ich hier irgendwas eintrage, wird das Bit zu 0. Nur dann, wenn ich 0 eintrage, geht dieses is0-Bit auf 1. Ist negativ, kommt auch ein schönes Ergebnis raus. Machen wir es mal so rum. Wenn ich hier 4 eintrage, ist weder 0 noch negativ. Wenn ich hier eine minus 7 eintrage, dann kommt is negativ und nicht is 0. Also da haben wir schon was. Jetzt brauchen wir noch eine Aussage für ist positiv, ist größer 0. Wo kriegen wir die her? Positiv sind wir immer dann, wenn weder das noch das gesetzt ist. Also ein Nicht-Oder. Da setzen wir ein OR hin, das wir aber dann noch invertieren. Jetzt sind wir positiv, 6. Wenn wir 0 sind, sind wir nicht positiv, sind wir aber 0. Wenn wir was Negatives haben, minus 7, dann haben wir negativ, sind auch nicht positiv und auch nicht 0. Und diese 3, die setze ich jetzt mal taktisch günstig hier irgendwo nebeneinander auf gleiche Höhe, weil da kommt jetzt gleich noch mehr. Das sind unsere 3 Zustände, positiv, 0, negativ. Und das vergleichen wir jetzt mit less than, equal und greater than. Greater than wäre positiv. Da nehmen wir jetzt jeweils ein Endgatter für jede Bedingung 1 und sagen, wenn less than und außerdem negativ hier gleichzeitig kommt, dann soll er diese 1 hier setzen. Wenn equal und gleichzeitig ist 0, das heißt, wenn er genau 0 ist, dann soll er diese 1 hier setzen. Jetzt brauchen wir natürlich hier einen zweiten Eingang, das geht so nicht. Also muss hier noch ein Oder rein mit 3 Eingängen, weil wir haben ja hier 3, also 2 Oder. Dann sagen wir, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. Das ist der echte Ausgang. Und hier müssen wir noch das greater than verarbeiten. Also wenn greater than und das Ding auch tatsächlich größer als 0 ist, dann wird hier 1. Also schauen wir mal, wir sind jetzt hier negativ. Wenn less than gesetzt ist, dann geht der auf 1. Wenn equal ist, das interessiert ihn nicht greater than. Selbst wenn die beide auf 1 sind, er geht nur dann auf 1, wenn die Bedingung auch tatsächlich wahr ist. Machen wir eine 0 rein, schauen wir es uns an. Da geht er jetzt auf 1, weil equal gesetzt ist.
aber wenn Equal nicht gesetzt ist, egal was die anderen machen, bleibt er auf 0. Dritter Fall, wir sind positiv, irgendwas Positives und dann muss er in dem Fall auf 1 gehen. Genau das passiert. Sagen wir I have completed, sind wir fertig, 62 NAND Games, 8 Bauteile und er sagt, es geht aber mit weniger NAND Gates. Naja, okay, wir haben hier Ansatzpunkte, wir haben AND verwendet, wir haben OR verwendet, da können wir schon noch ein bisschen optimieren. Weiß gar nicht, ob ich euch das jetzt antun möchte, dass ich das hier alles optimiere. Vielleicht optimiere ich es einfach mal im Hintergrund und zeige dann einfach nur die Lösung. Wir können hier aus diesen AND NAND machen und aus dem OR auch, weil da ist ja eine doppelte Invertierung drin. OR hat einen invertierten Eingang, AND hat einen invertierten Ausgang. Die fallen schon mal weg. Also wenn wir das hier rausschmeißen und durch NAND ersetzen und das OR auch rausschmeißen und durch NAND ersetzen, dann haben wir ja genau das Gleiche. Na, bis das alles verdrahtet ist. Wo muss ich raus? Ist 0. So. Läuft das noch? Jetzt sind es nur noch 58, aber das war natürlich noch nicht alles. Dann können wir dieses oder auch noch ersetzen durch ein NAND. Da müssen wir allerdings einmal invertieren hier. Machen wir mal. Da ein Inverter hin, da ein NAND hin. Dann geht das NAND in den Inverter. Der geht hier so raus. Warum hat er den jetzt so komisch gesetzt? Jawohl. Und den machen wir da rein. Und dann brauchen wir aber hier auch nochmal ein NAND. Weil wir ja die Ausgangsinvertierung jetzt weggelassen haben. Also kommt da auch nochmal ein NAND rein. An less than und ist negativ. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Und er sagt die optimale Lösung. Okay, so schlimm war es gar nicht. Dann sind wir soweit durch. Next Level. Und da geht es jetzt tatsächlich darum, Combined Memory zu machen. Da sind wir im Prozessor, das machen wir beim nächsten Mal. Zu dieser Aufgabe möchte ich noch eins sagen, und zwar diese Less Than, Equal und Greater Than. Wozu brauchen wir die überhaupt? Das wird später verwendet, wenn wir Schritt für Schritt unsere Programmbefehle abarbeiten und möchten verzweigen. Wir sehen uns das Ergebnis an und sagen, ja, was ist denn? Ist das Ergebnis schon 0 zum Beispiel? Und solange das nicht 0 ist, werden wir eine Schleife ausführen und immer wieder zurückspringen und sagen, okay, dann mach nochmal. Und dann schau wieder, ist das Ding jetzt 0 oder nicht? Und sobald das Ergebnis 0 ist, wird weitergelaufen, weil dann der nächste Teil kommt. Wird nicht mehr zurückgesprungen. Solche Entscheidungen, die getroffen werden müssen, springe ich in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Mache ich das eine oder das andere? If, else, wenn euch das was sagt. Das wird über diese 3 Bits less than, equal oder greater than entschieden. Und dazu braucht man das. Das nur noch als Anmerkung zum Schluss. Bis dann!